welcome ladies and gentlemen here in the old bakery of the Café Residence. My name is Michael and I'll show you today how you can make the traditional Viennese apple strudel. Hallo und herzlich willkommen meine Damen und meine Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier in der Hofbackstube des Café Residence. Mein Name ist Michael und ich darf Ihnen heute zeigen, wie der traditionelle Wiener Apfelstrudel hergestellt wird. The recipe from the strudel is more than 300 years old and consists of two parts, the dough and the filling. Unser Rezept des Apfelstrudels ist schon mehr als 300 Jahre alt und besteht nach wie vor aus zwei Teilen, der Teig und der Fülle. The dough is originally from Turkey and the filling from Hungary. Also der Teig ist ursprünglich aus der Türkei und die Fülle aus Ungarn. And now we prepare the dough. Nun kommen wir zur Herstellung unseres Teigs. For the dough we use a very fine wheat flour. Für den Teig verwenden wir breadcrumbs, roasted in butter, Butterbrösel, a cinnamon and sugar mix, einen Zimtzucker. And the next ingredient, this is my favorite ingredient. Das ist meine Lieblingszutat. In Vienna, we say these are the drunken raisins. Wir sagen da in Wien, das sind unsere betrunkenen Rosinen. They are raisins soaked around for 24 hours. Diese Rosinen sind Rosinen, die so 24 Stunden lang in Rum eingelegt worden sind. And if you like rum, wenn Sie Rum mögen, ein extra Shot, einfach einen Schuss noch dazugeben. Is this too much work for you at home? Ist das zu viel Arbeit für Sie zu Hause? We have here the finished prepared filling in the shop. This is the funniest part of the show, yeah? I like it. One more. I take the dough, ich nehme den Teig, and I give it in the middle of the cloth. Oh, we have a paparazzi here. Yes. Ah, you're the chef paparazzi. Chef paparazzi. Yeah? Chef. Master. Master. Hyper master. Master paparazzi is here. Hello, nice to see you. Huh? Hello. So, I give the dough in the middle of the cloth. Den Teig einfach in die Mitte unseres Tuches geben. And I press the ends down. You can see I'm building a little hill in the middle and this hill helps us for the rolling later. Wie Sie sehen, drücke die Seiten etwas nach unten und dann entsteht so ein kleiner Hügel in der Mitte und dieser Hügel erleichtert uns das Ausrollen des Teiges. So, for the rolling, fürs Ausrollen, I need a small rolling pin. Da benötige ich ein kleines Rollholz. Smoke. I give a little bit flour on it. Very little. Gebe etwas Mehl darauf. Dann, I'm sorry for you at home. Es tut mir leid für Sie zu Hause. At home you must run around on your kitchen table a few times. Ich glaube, eben zu Hause werden Sie um den Küchentisch rennen müssen. I cheat a little bit. Ich schummel etwas. I have a turning table. Ich habe einen drehbaren Tisch. So. And I roll it over from the center to the outside. Teig von in der Mitte. Nach außen ausrollen. I give a little bit flour on the back of the hand, etwas Mehl auf die Handrücken geben. I take the dough up, ich nehme den Teig auf and I start with the stretching from the dough, from the center to the outside. Nun beginne ich hier mit dem Ziehen des Teiges und das hier von der Mitte nach außen. And before you start with the stretching from the dough, please pull your rings and watches from the hand. Bevor Sie mit dem Ziehen des Teiges beginnen, bitte Ringe und Uhren von den Händen geben. If you have time, during the stretching, wenn Sie Zeit haben, währenddessen Sie den Teig ziehen, you can walk around with the dough. Dann können Sie mit dem Teig auch gerne eine Runde spazieren gehen. Ne? And if you have exercise enough, wenn Sie schon genug Übung haben, you can throw up the dough up in the air, dann können Sie den Teig auch gerne noch in die Höhe werfen. One more? Yes. Okay. Welcome to the pizza show, yeah? This. One more. Wait, so, as you can see,
the dough is very thin in the middle. Eben wie Sie sehen, Teig ist sehr dünn in der Mitte. You can help by stretching a little bit with the fingers. Mit den Fingern können Sie sich beim Ziehen des Teiges noch etwas helfen. Oh, and here is a hole. Habe ich ein Loch. This is a Swiss strudel now, yeah? Habe ich zu Schweizer Strudel gemacht. Haben wir Schweizer Gäste hier? Shadow-Viertel. Nein, kein Schweizer Gäste. Sie kommen aus Deutschland, oder? Sie essen aber auch Käse, oder? Na dann schauen Sie. Yeah, if you like, you can help by the stretching a little bit with the elbow. Mit der ganzen Armlänge können Sie sich beim Ziehen des Teiges noch unterstützen. Da. I go back, gehen und zurück. And if they're not big enough, wenn der Teig groß genug ist, I give it back off the cloth. Diesen zurück auf das Tuch geben. And if you have a hole in your dough, it's not a big deal. Wenn Sie ein Loch in dem Teig haben, ist nicht tragisch. Dough and dough is very sticky. Teig auf Teig, liegt hervorragend. I take the dough, I stretch the dough over the hole and stick it on the other dough. Einfach den Teig nur nehmen, über das Loch ziehen, auf der anderen Seite hinaufkleben. Loch ist dann verschwunden. So, and I stretch the dough over the corners, den Teig über die Ecke spannen. You can see the dough is the next hole here. This is a live show now, yeah? Please come back to the next show at 2 o'clock. The next show is without holes, yeah? So, one more. So. It's a perfect workshop here, yeah? So, hoppala. A lot of problems, of course, yeah? A lot of problems here. Normally the show is 20 minutes, this show is 1 hour. So, okay. So, and if you can see the dough is very thin enough, we have a test here in Wien in Austria, damit Sie auch wissen, ob der Teig dünn genug ist, wir haben einen Test hier bei uns. You can read through it. Ja, da sollten Sie drunter etwas lesen können. But I have 2 holes now. This is a wonderful show. Super. But yeah, you can see the dough is thin enough. Ja? Eben, da können Sie sehen, der Teig ist wirklich sehr dünn. So. Okay. So, one more. Yeah, hole is not a big deal. Löcher sind nicht so tragisch, ja? So. Original Swiss strudel in Austria, ja? So, okay. So. And now, I start with the filling. Ich kann jetzt hier mit der Fülle beginnen. But if you like, you can see on your telephone on YouTube, we have a lot of videos, yeah? On the YouTube, without holes. So, and now I started the filling in. So, nun starte ich hier mit der Fülle, and you can see I'm building a wall with the filling. Wie Sie sehen, ich mache aus der Fülle so eine Art Mauer. One second, please. Einen kurzen Moment, bitte. So the next step, der nächste Schritt. I stretch this end from the dough. I stretch them over the filling. Dieses Ende des Teiges nehmen, über die Fülle geben. And now you can see why the cloth is so important. Sie werden gleich sehen, warum das Strudeltuch so wichtig ist. I lift the cloth up and the strudel rolls in. Ich hebe das Tuch nun an und der Strudel rollt sich dann von alleine ein. Chef Paparazzi, you ready with your camera? Yeah? Yeah. Okay. The other paparazzi is here? Ready? Ready? Okay. 1, 2, and 3. Is the picture okay, madam? Huh? The picture not okay? We have the next show at 2 o'clock, yeah? You can wait here 40 minutes if you like. So, I take
Melted butter. Ich nehme nun etwas geschmolzene Butter. Butter is every time very good for the taste. Butter ist immer wieder gut für den Geschmack. I brush the strudel with them. Ich bestreiche den Strudel mit dieser Butter. Here is the butter for the glue. Hier wirkt sich dann die Butter als Kleber aus. I take the other end from the dough, I stretch them over the strudel and I have a perfect closure. Das andere Ende des Teiges nehmen, über den Strudel geben und wir haben dann einen schönen Verschluss. On the left and on the right side we have a lot of dough. Wir haben auf beiden Seiten ziemlich viel Teig übrig. I twist it and I make a button on it. Den Teig eindrehen und seinen Art Knopf hinauf machen. And the strudel is finished. Strudel ist fertig. And I have a question. Ich habe eine Frage. How I get the strudel from here to the baking tray without moving this baking tray? Wie schaffe ich es am besten, den Strudel von hier zum Backblech zu bekommen, ohne dieses Backblech dabei zu berühren? Any ideas? Weiß das wer? Oh, bitte was? Oh, ja. Richtig, die richtige Antwort mit dem Tuch, the red answer here with the glove. But he was yesterday here. Sie waren gestern da, oder? Ja, schon, oder? Wissen Sie was? Kommen Sie kurz raus und helfen mir. Applaus for my new colleague, please. Grüß Gott, Herr, wie ist Ihr Name? Guten Tag, schauen Sie einmal eine Schürze. Jawohl. Und eine Lüfte. Wo kommen Sie her? Oh, so weit dahin. Super, sehr schön. Freut mich. So, wenn ihr Sous-Chef and I will building a bag with the cloth. Mein neuer Sous-Chef und ich machen so eine Tasche aus dem Tuch. Bitte, Sie nehmen es hier. I take here, we take the strudel, wir nehmen den Strudel hoch, we carry the strudel to the tray. Tragen den Strudel zum Backblech, ja? Entschuldigung. Every day. Wenn ich das gemacht hätte, wäre es ausgegangen. Dann wäre es runtergefallen. Every day in the morning I drink a little bit of rum. So, wir rollen das Strudel on the tray, wir lassen den Strudel noch hinaufrollen, ja? Sehr gut, super. So, noch nicht wegrennen, leider. Wir gehen heute erst um 21 Uhr nach Hause, passt das? Alles gut. We form the strudel a little bit with the hands. Strudel mit den Händen nachformen und Sie dürfen jetzt bitte diesen Strudel noch mit geschmolzener Butter bestreichen, ja? Das ist Ihre Arbeit. Butter ist sehr, sehr gut für den Geschmack und für die goldbraune Farbe nach dem Backen. When you collect here, brush the strudel with melted butter. The butter is very good for the taste and for the gold brown shining color after the baking. Wow. It's a little bit of Strudelwalzer here. Huh? Super. Wow. Super. Wie lange sind Sie in Wien? Super. Dann machen wir es so, morgen ist Sonntag, nein, morgen ist Samstag. Morgen sind 10 Stück. Morgen. Passt das? Also, ich habe jetzt nur für Sie den Arbeitsvertrag da. Passt das? This is the working contract for my new sous-chef here. So. Einmal Ihre Unterschrift her, bitte, ja? Wo muss ich unterschreiben? Dort oben, bitte, ja? Ja, wunderbar. Und dann schauen wir weiter. Ja. Achso, kann nicht unterschreiben? Nee, möchte ich nicht unterschreiben. Wollen Sie nicht? Ich nehme dir mal mit und schau mir mal an. Okay, das ist aber auch gut. Das ist super, Sie vertrauen mir nicht. Ja, nee, würde ich auch nicht. Danke Ihnen, das freut mich. One more applause for my new Student Master Baker, ja? Danke Ihnen, ja? So. And you can see, ladies and gentlemen, so fast and so easy is one Strudel. Da haben Sie gesehen, meine Damen und Herren, so schnell und so einfach kann eigentlich ein Strudel funktionieren. And we bake the strudel now, we bake it by 200 degrees Celsius, 20 to 30 minutes. Strudel backen wir bei 200 Grad, 20 bis 30 Minuten lang. At home, you don't look on the watch. Zu Hause müssen Sie nicht wirklich auf die Uhr schauen. The strudel is finished and I have a gold brown shining color. Strudel ist fertig, wenn er eine goldbraune Farbe hat. After the baking, nach dem Backen, the whole house smells like apple strudel. Das ganze Haus, die ganze Wohnung duftet danach dementsprechend nach Apfelstrudel. We are on the end of the little show. Wir sind jetzt fast am Ende angelangt der kleinen Show. If you have any questions after the show, you can ask me. My colleagues outside. Wenn Sie nach der Show noch Fragen haben, die Sie gerne an mich stellen, an meine Kollegen draußen. Or if you like, wenn Sie wollen,
you can ask my new Strudel King here. Mein neues Strudelkönig können Sie genauso noch fragen. And I have for you all in different languages 3 recipes on the right side on the table. Vorne rechts am Tisch gratis Rezepte für Sie zum Wegnehmen. So hat Ihnen gefallen. I hope the strudel tasted good. Ich hoffe, der Strudel hat Ihnen geschmeckt. My colleagues and I would very happy for a little tip. Meine Kollegen und ich würden so ein kleines Trinkgeld sehr erfreuen. Und ansonsten, ich wünsche Ihnen in Wien einen wunderschönen Aufenthalt. Schönen Urlaub noch. I wish you here in Vienna a nice day, a nice holiday. Thank you for coming. Danke, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen. Goodbye, Papa.